Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Buchberg. Ich war gern hinter mir auf den Brünnstall gegangen und zwar vom Giersenbach-Parkplatz aus. War aber leider gesperrt, die Straßen auf und auch nicht eindrungen, sodass ich es vorher gesehen hätte. Naja, was macht man dann? Man dreht sich einmal um und denkt sich, okay, auf der Naunspitze war ich auch schon lange nicht mehr. Also, weil ich heute über den Musikantensteig auf die Naunspitze gehe. Ich weiß, ich habe das schon mal aufgenommen, aber was mich heute interessiert, ist, wie viel Schnee liegt noch drin und vor allem oben, wo das Seil gespannt ist es recht eisig oder nicht. Ich habe Grödel dabei, darum habe ich mir überlegt, mache ich das heute. Auf geht's! Mit dem Wegweiser hat einer unfreiwillig Kunst gemacht, meine ich. Wir queren da jetzt ein paar Mal die Straße und sonst geht es da ziemlich geradlinig hinauf erst einmal. Wir sind also jetzt insgesamt 4 Mal quer über die Straße. Die Markierungen sind teilweise frisch nachpinselt. Das sieht man wirklich von einer zur anderen super weiter. Und das letzte Stück von der Straße weg ist nicht weit. Den umgefallenen Baum haben wir unten auch schon gesehen. Und da kommt jetzt gleich in dem Graben da rauf das Schüttel, dass wir rechts rübergingen. Ja, da sieht man schon auf.
Jetzt kommen wir in den Bereich, wo man öfter mal auf die Felswand durchsieht. Da habe ich ein bisschen einen Blick nach oben. Ich habe da schon oft einmal einzelne Gams gesehen. Ich rede jetzt nicht besonders laut, weil die Luder absichtlich Steine auslösen. Und da schaut es nicht, wenn man ein bisschen einen Blick drauf hat, ob gerade eine oberhalb ist. Da sind jetzt ein Stückerl dabei. Man sieht Schnee, eisig. Allerdings muss ich sagen, ist heute schon angetaut und man hört es knirschen. Das ist schon eher feucht als wie eisig. Also ohne Grödel überhaupt nicht rutschig heute. Kommt natürlich auch darauf an. Ich würde sagen, dass es jetzt da herum auch schon eher plus 2, plus 3 Grad hat. Messen kann ich es aktuell nicht. Und darum überhaupt kein Ding da rüber gehen. Wir kommen zu einer Schlüsselstelle, jetzt vor uns. Da ist ein Stückchen Seil gespannt. Da liegt auch ein bisschen Schnee herin, wenn man jetzt sieht. Er ist aber weich. Das Seilgeländer ist schon älter, aber was gut ist, es hängt nicht durch. Aufpassen muss man da ganz bestimmt. Auch der Grund, warum ich ganz klar sage, gute Schuhe. Und wer da ein bisschen verkrampft, der kann zwischendurch einmal die Aussicht genießen danach, wenn er das kurze Stückerl hinter sich hat. Das waren jetzt so in etwa 20 Meter Schnee, der aber schon deutlich härter war wie unten. Also das war jetzt schon ein bisschen eisig an der Oberfläche. Wegen den 20 Meter habe ich jetzt die Grödel nicht angelegt, weil ich auf Fels oder auf Wurzeln mit denen ganz ungern gehe. Und auch wenn jetzt da vor mir schon wieder, sieht man auch schon wieder so ein bisschen glänzig ist. Aber da ist komischerweise wieder weicher. Also ist wahrscheinlich durch die Rinner kalte Luft in Bewegung, die das da noch ein bisschen kälter macht. Da kann man jetzt wieder einwandfrei gehen und rutscht überhaupt nicht mehr. Abgebrochene Buch. Bei der Gelegenheit muss man sich gleich mal wieder bedanken bei den Leuten, die sich darum kümmern, dass wir da wieder eine freie Bahn haben. Das ist wahrscheinlich heuer schon passiert, würde ich sagen, dass da einer mit der Kettensäge unterwegs war. Das ist auch eine saubere Schlepperei und da den Stamm weggeschnitten hat. Werde ich ganz gern vergessen, dass da wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Wir sind jetzt auf nicht ganz 1200 Meter und da ist es jetzt schon so, dass wir mehr auf Schnee gehen als wir ohne.
Also da ist jetzt im Moment die Grenze. Es ist aber auch wieder so, dass es wieder besser zum Gehen ist, weil der noch gar nicht, ich sage mal, so richtig angehaut und überfroren ist. Das war jetzt dazwischen einmal, da waren es aber ganz kurze Stücke. Wir sehen jetzt schon auf, Felswand, ganz ein auffälliger Riss. Auf die gehen wir jetzt am Steig folgend gerade zu. Da ist noch ein kleiner Schlenker drin und dann geht es an der Felswand rechts rüber. Das ist jetzt schon mehr oder weniger der Endspurt. Da wird es auch noch mal steiler, bis wir dann zur Vorderkaiserfelden rauskommen und das erste Mal einen wilden Korsan übersehen. Naja, es schaut bald so aus, als hätte der Hüttenwirt die Markierung selber gemacht. So, wir sind da. Das heißt, einmal über den Zaun drüber. Sehen wir die Sonne das erste Mal so richtig und durch die Baum durch auf dem wilden Korsan. Von da rechts sind wir auch schon mal raufgegangen, von Kopfstall weg, über die Ritzau und da sehen wir schon auf zur Hütten. Im Hintergrund das Petersgipfel und links durch die Äste von dem ein bisschen ramponierten Baum sehen wir das Gipfelkreuz von der Naunspitze. Und wie erwartet schaut das schneefrei aus, weil es ja südlich ausgerichtet ist. Mal schauen, was haben sie da hergeschrieben. Gefahr durch Waldarbeit. Ja, das ist nicht auf unserer Seite. Die letzten Meter auf zur Vorderkaiserfeldenhütten. Wir sehen rüber auf das geplante Tagesziel, der Brunnstor. Daneben kleiner großer Traten, im Hintergrund der Wendelstor und dann rüber eine hinten Richtung Tiersee, Richtung Spitzingsee über. Da natürlich bekannt wie ein karierter Hund, der Pendling und eine ins Inntal Richtung Innsbruck.
Und das Highlight auf der Vorderkaiserfelden-Hütten ist natürlich der wilde Kaiser. Einsehen, über Ilmauer Halt. Und das sieht man eben alles von der Vorderkaiserfelden-Hütten aus. Ich gehe jetzt natürlich weiter. Jetzt gerade habe ich einen Mo gesehen, der da auch gestanden ist. Ich glaube, der geht gerade wieder runter. Ansonsten sehe ich heute noch überhaupt keine Leute. Wirklich gar keinen. Ich bin komplett allein unterwegs an einem Sonntag, wo ich eigentlich auf den Brünnsteig gehen wollte. Und weil es nicht gegangen ist, hat es mich mehr oder weniger darüber getrieben. Einfach weil es nicht so viel Zeitverlust wie letzte Woche in Twitchenau bedeutet, da wo ich um 10:30 erst losgegangen bin mit den Ski. So hat es mich heute vielleicht nur mal 20 Minuten gekostet, bis ich dann da in Buchberg herum war. Und jetzt packe ich das Stück auf die Anspitze heute auch noch, weil es wirklich super zum Gehen ist. Da herum jetzt wieder besser. Da ist es noch nicht vereist. Ich hoffe, dass das auch so bleibt im Steig herin. Und dann freue ich mich jetzt auf einen Anspitz, die mir wahrscheinlich fast allein gehört heute. Ich habe ja ursprünglich gemeint, ich könnte jetzt nur ohne Grödeln aufgehen, aber es schaut so aus, dass man darauf jetzt wirklich richtig aufpolierte Stückel dabei hat. Und naja, dann nehme ich es in Kauf, dass ich manchmal auf dem blanken Boden auf Grödel gehe. Tatsache, zum Runtergehen brauche ich es für die oberen 400 Höhenmeter, bis ich wieder eben so auf ungefähr 1200 bin. Brauche ich es in jedem Fall. Jetzt brauche ich es aber halt für das letzte Stück Laufen zur Naunspitze auch schon. Jetzt ist so geschrieben, wir gehen nicht gerade weiter Richtung Bädersgipfel, Pyramidenspitze, sondern biegen jetzt links ab zur Naunspitze. Ich habe gerade ein paar Leute getroffen, das waren heute, ich habe gerade gesagt, die Nummer 4 und Nummer 5 und ich glaube, jetzt wäre ich gerade eingeholt von 2, die auch auf die Naunspitze raufgehen werden. Dann sind wir wahrscheinlich zu 4 oder was oben. Da die Stückel kann man die Grödel aber jetzt wirklich gut brauchen. Ich kann euch nur sagen, nehmt es mit, das ist aus meiner Sicht unverantwortlich ohne. Und habe mir aber gerade sagen lassen, ein paar Meter, dann kann man es runter tun, weil da der Fels wahrscheinlich doch so aufgeheizt wird, dass es ohne geht. Die letzten Meter zur Naunspitze. Ein paar Leute sind doch herum. Das war ja auch ein Wunder an so einem Tag. Aber es hält sich wirklich total in Grenzen. We're gonna be
Wir sehen rüber zum Geigelstall. Theoretisch Richtung Chiemsee durch. Und da drüben kommt man für übers Kranzhorn Richtung Rosenheim hinaus. Da sieht man, ist wahrscheinlich ganz schön ein Nebel unten. Da drüben haben wir einen Wendelstall. Einen Brunnenstall nochmal, wo ich heute rauf wollte. Und es ist wieder mal was anderes gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Dann da hinten sieht man ein bisschen mehr Schnee Richtung Spitzingsee rein. Da vorne, ähnlich hoch wie wir jetzt sind, der Pendling. Super, ich denke mal da unten, da wird mit Skifahren noch mehr gehen, wie bei uns da. Und da sehen wir natürlich rüber auf den wilden Corsa. Das ideale Wetter. Fazit heute, ich habe es ja schon erwähnt, es ist ganz anders gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe, aber wirklich ein gelungener Tag. Es sind jetzt ein paar Leute, ich glaube, jetzt im Moment haben wir noch zu viert. Wir waren auch gerade zu siebt. Das ist kein Wunder, ein Sonntag, Paradetag. Gestern war es zwar sonniger, aber ich finde solche Tage eigentlich viel spannender. Ihr habt die Aussicht gesehen, das ist einfach nur schön. Wenn es unten bewölkt ist und oben sind wir schon ein bisschen die Herrschaften von unserer Gesellschaft. Die einen hocken sich runter und jammern und wir haben da herum und können eine riesen Freude an so einem Tag haben. Jetzt geht es wieder runter, das brauche ich nicht aufnehmen. Herz auf mich, nehmt euch Grödel mit. Ohne ist eigentlich ein Schmarrn, weil wirklich richtig eisige Stückel drin sind und das muss man ohne nicht machen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksackt-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.